Vom Kriegsschauplatz in Fernost. Japanische Kanonenboote räumen den Yangtze-Fluss in Mittelchina von Minen. Japanische Truppen säubern das Gelände von letzten Widerstandsnestern und besetzen die strategisch wichtigen Punkte. In der nordspanischen Stadt Santander wütete ein gewaltiger Brand. Durch einen heftigen Sturm begünstigt, breitete er sich fast über die ganze Stadt aus. In 48 Stunden wurden über 700 Gebäude völlig vernichtet. Eissprengungen auf der Weichsel. Auch in Ungarn mussten gewaltige Eismengen, die sich auf der Donau gebildet hatten, gesprengt werden. Hochwasser. Hier die Donau bei Budapest. Flugzeuge des ungarischen Roten Kreuzes versorgen die vom Wasser abgeschnittenen Ortschaften mit Lebensmitteln und Medikamenten. Seit Mitte Mai 1940 steht die NSKK-Transportstandarte Speer im Fronteinsatz. Verdiente Führer und Männer, die den Vormarsch durch Holland, Belgien und Frankreich bis nach Bordeaux mitmachten, erhalten aus der Hand des Korpsführers Hühnlein das Kriegsverdienstkreuz. Erbeutete französische Panzerfahrzeuge, die die Formation nach Deutschland schaffte. Auch der Heimat steht die NSKK-Transportstandarte Speer zur Verfügung. Einsatz im Dienste kriegswichtiger Aufgaben. Allein in Berlin werden täglich über 10.000 Tonnen Baumaterialien transportiert. Jugend im Wettkampf. Die 6. Winterkampfspiele der Hitlerjugend in Garmisch-Partenkirchen vereinten die Jugend von 14 Nationen zu heißen, spannenden Kämpfen. Der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Rudolf Hess, grüßt die Teilnehmer dieses Treffens der europäischen Jugend auf olympischem Boden. In seiner Begleitung Kreisjugendführer Axmann. Torlauf.
Kampf der Nationen siegte Deutschland vor Italien. Im Olympia-Eisstadion. Der BDM zeigt einen Reigen auf Schlittschuhen. In der Breslauer Jahrhunderthalle nahm Reichsführer SS Himmler als Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums die Einbürgerung von 5000 Buchenlanddeutschen vor. Buchenländer sind Volksdeutsche aus dem nördlichen Rumänien. Ein Sprecher der Buchenländer legt das treue Gelöbnis für alle Kameraden ab. Neben dem Reichsführer Gauleiter Hanke. In seiner Rede hob der Reichsführer hervor, dass die mit dem Schwert zurückgewonnenen Ostprovinzen als künftige Heimat der Umsiedler heiliger Boden seien. Er schloss mit einem Appell an die Volksdeutschen, dass sie ebenso zu Deutschland stehen mögen, wie Deutschland zu ihnen. Überreichung der Einbürgerungsurkunden. Die Eröffnung der Reichsmesse Leipzig wurde auch in diesem Frühjahr zu einem großen Ereignis von internationaler Bedeutung. 22 Nationen hatten ihre Vertreter entsandt. Reichsminister Dr. Goebbels eröffnete die Reichsmesse im Leipziger Gewandhaus. Dr. Goebbels sagte angesichts des gewaltigen Erfolges der Reichsmesse: Wie muss es um die innere Kraft eines Volkes bestellt sein? Welche unausgeschöpften Reserven müssen ihm noch zur Verfügung stehen, wenn sich dieses Volk mitten im Kriege zu solchen Leistungen emporschwingt, die selbst im Frieden höchster Bewunderung wert wären? In den großen Ausstellungshäusern und Hallen der Messestadt zeigen neben Deutschland 20 europäische Nationen ihre Erzeugnisse. Im Zeichen der deutsch-rumänischen Freundschaft. Der Reichsmarschall traf sich in Wien mit dem rumänischen Staatsführer General Antonescu.
Im Schloss Belvedere führten der Reichsmarschall und General Antonescu längere Besprechungen über wichtige wirtschaftspolitische Fragen. Die im Bau befindliche neue Nibelungenbrücke in Linz an der Donau. Das Modell der Brücke. Frühmorgens traf der Führer überraschend in Linz ein, um sich vom Fortgang der Arbeiten zu überzeugen. Bauleiter Eigruber berichtet über die in Arbeit befindlichen Neubauten. Der Führer erklärte in seiner letzten Münchener Rede, dass der U-Boot-Krieg erst jetzt richtig beginnen könne, weil zunächst die Besatzungen für die neuen Unterseeboote ausgebildet werden mussten. Besuch in einer Unterseebootschule der Kriegsmarine. Signaldienst. Spleißen und Knoten. Ein Unterseebootmann muss alles können. Maschinenkunde. Auch die Anwendung des Rettungsgerätes muss geübt werden. Die Männer steigen in den unteren Teil des Tauchtopfes, der den Innenraum eines Unterseebootes darstellt. Der Tauchtopf wird voll Wasser gelassen. Fertig zum Aussteigen. Mit Hilfe des Tauchretters ist es der Besatzung eines gesunkenen Unterseebootes möglich, wieder an die Oberfläche zu kommen. Deutschland hat in den Wintermonaten nicht geschlafen. Ununterbrochen werden Unterseeboote gebaut. Wieder läuft ein U-Boot von Stapel. Der Einsatz immer neuer Unterseeboote wird der Welt in Kürze beweisen, dass den Worten des Führers unmittelbar die Tat folgt.
Verbände der deutschen Luftwaffe verlegen ihre Feldflughäfen nach Bulgarien. Der Einmarsch der deutschen Truppen vollzieht sich weiterhin planmäßig. Die jeweiligen Tagesziele werden stets zur befohlenen Zeit erreicht. Überall werden unsere Soldaten von der bulgarischen Bevölkerung lebhaft begrüßt. Brenner. Eine deutsche Aufklärungsabteilung auf dem Wege nach dem Süden. Am Brenner wird die italienische Grenze überschritten. Die erste Feldpost aus Italien. Erste Begrüßung zwischen Waffenbrüdern. Die Verständigung stößt zunächst noch auf sprachliche Schwierigkeiten. Einschiffung. Landung auf afrikanischem Boden.
Zwischenlandung deutscher Kampfverbände in der Wüste. Der Wehrmachtsbericht meldete kürzlich, an der libyschen Küste südostwärts Agedabia stieß in den Morgenstunden des 24. Februar ein deutscher und ein englischer motorisierter Spähtrupp zusammen. Eine Anzahl englischer Kraftfahrzeuge, darunter mehrere Panzerspähwagen, wurden vernichtet, einige Gefangene eingebracht. Auf deutscher Seite entstanden keine Verluste. Hier gefangene Engländer. Oh, ihr wisst den Ballknauer haben? Oh ja. Mann! Dann kommt Sieger ran, weißt du? General der Flieger Jeschonek bei einem Fernkampfverband. Ritterkreuzträger Oberleutnant Jope, der die Impress of Britain in Brand geworfen hat. Hauptmann Fliegel, der westlich von Portugal einen englischen Geleitzug zersprengte. Fernkampfflugzeuge fertig zum neuen Feindflug. Am Funkgerät. Morgendämmerung. Ein deutsches Kriegsschiff. Warmes Frühstück. Die schottische Küste. Geleitzug in Sicht. Es handelt sich hier um den Geleitzug, aus dem laut OKW-Meldung 16 Schiffe durch Kampfverbände versenkt oder schwer beschädigt wurden. Deutsche Unterseeboote vernichteten die übrigen Schiffe. Fertig machen zum Angriff. Feuer der englischen Flak. Achtung! Die Bombe reißt die Bordwand auf. Das Schiff ist erledigt. Ein neuer Angriff. Die feindliche Flak wird unter Feuer genommen.
schießt aus allen Rohren. Es hilft ihm nichts. Wer nach England fährt, fährt in den Tod.